Tatsache ist, dass wenn man so mal aufmerksam in die Logs reinguckt, dann vergeht wirklich kein Tag, eigentlich fast keine Stunde, dass wir nicht irgendeinen Angriffsversuch sehen. Die große Masse sind rein opportunistisch arbeitende Firmen, also wirklich einfach nur IT-Firmen, die massenweise abscannen, einfach nur um zu sehen, ob man irgendwo damit Geld verdienen kann. Ne? Es ist schön, wenn es auffällt vor dem Release, ne? Aber es ist eigentlich natürlich der teuerstmögliche Zeitpunkt, den Fehler zu entdecken. Das ist ein sehr niederschwelliges Angebot, um da reinzukommen, über Bedrohungsszenarien zu sprechen und quasi Threat Modeling zu machen, während man Freitagnachmittags mal 2 Stunden Karten spielt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Autor und habe wieder eine Folge von der OOP 2026 in München mit dabei. Bei mir zu Gast war Markus Geiger, mit dem ich über das Thema Security Requirements gesprochen habe. Als Tester kennen wir ja das leidige Thema der nicht funktionalen Anforderungen. Die sind ja oft nicht so gut zu gebrauchen. Wie wir das Ganze besser machen können und was dabei zu beachten ist, das erklärt uns Markus in dieser Folge. Und jetzt viel Spaß dabei. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. OOP 2026 hier in München. Du hast mir gerade erzählt, du bist schon ein paar Jahre länger hier auf der OOP. Du gehörst quasi schon ein bisschen zum Inventar. Ja, beinahe. Ja. Und ich habe so im Vorfeld mir die Speakerlist und die Abstracts angeschaut und da warst du mit dem Thema Security Requirements drinnen. Und das ist ja immer was, wo ich dann sofort als Tester dann hellhörig werde. Wie kann man denn sowas auch testen? Und das fing so schön an, dass die Security Requirements häufig so abstrakt und generell sind und so. Und da habe ich gedacht, ja, genau, vor allem, ich kenne das vor allem. Und deswegen, dann lass uns mal drüber sprechen. Was ist denn so das Problem? Was siehst du denn heute so? Also das Problem ist erstmal, Security ist ja ein Teil der Softwarequalität. Ne? Und für die allgemeinen Qualitätsrequirements, Qualitätsattribute, da haben wir eigentlich so unsere Werkzeuge entwickelt mit Qualitätsszenarien. Also wenn ich dich jetzt zum Beispiel, wenn du mein Business Stakeholder wärst, ne? Ich würde sagen, wie lange darf es denn dauern, bis, wenn ich die Transaktion auslöse, bis das Ergebnis fertig ist und der Anwender oder Anwenderin das Ergebnis dann sieht. Dann könntest du mir darauf eine Antwort geben in der Regel, wo du sagen, ja, was weiß ich, eine Sekunde darf das dauern in 99% aller Fälle. Schön, damit kann man leben, das ist auch testbar, aber ich weiß genau, ihr könnt jetzt noch fragen, ja, in welchem Systemzustand, ist es ein Lastfall oder reden wir von einem normalen Szenario im Regelbetrieb, aber das sind auf jeden Fall jetzt Informationen, die mir helfen, ein Qualitätsszenario aufzustellen mit der Vorbedingung, mit einem Kontext, mit einem Trigger, ne? Benutzer klickt da drauf, du hast ein Outcome formuliert und du hast eine testbare Metrik formuliert, die ich nachher prüfen kann, wo ich nachher beweisen kann, guck, ich habe deine Anforderungen erfüllt. Ja. So was Ähnliches ist bei der Security, obwohl die Security ein Teil der Softwarequalität ist ganz schwer zu formulieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, vielen Leuten fehlt da so ein bisschen, fehlen die Bausteine, das sprachlich auszudrücken. Und eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Man muss nur einmal einen Schritt zurücktreten und sagen, wir reden nicht nur über Sicherheit, sondern wir haben innerhalb der Sicherheit sogenannte Security Objectives, also Sicherheitsziele, die wir erreichen wollen. Und da gibt es so, wenn man in die Literatur schaut, einige. Ne? Die wichtigsten sind aber, und die lassen sich am besten an dem Akronym CIA sich merken, die wichtigsten sind Vertraulichkeit, Confidentiality, Integrity und Verfügbarkeit, Availability. Ja, und über die sollten wir eigentlich reden, nicht ganz abstrakt über Security, über Sicherheit, sondern ich würde dich bei einer Anforderungsermittlung dann fragen, anhand von so Leitfragen, was wäre denn, wenn die und die Information öffentlich werden würde? Würde es dich stören? Ja. Ne? Ist es ein Problem? Ist es vielleicht sogar ein Gesetzesverstoß? Ja. Was wäre, wenn die Information verändert werden würde, ohne dass das gewollt ist von jemandem? Wäre das ein Problem für dich? Oder ist es okay, weil es heilt sich von selbst, es stellt sich wieder her, dann wäre es nicht so wichtig. Und genauso bei der Verfügbarkeit. Ne? Verlierst du Geld, wenn das System mal eine halbe Stunde weg ist? Oder wird es keiner merken? Also so kann ich jetzt konkrete Fragen stellen, auf die Schutzziele bezogen. Und es gibt noch ein paar mehr, Authentizität, Nichtabstreitbarkeit, Anonymität.
Wobei man schon sieht, Anonymität ist ein krasser Widerspruch zu so Dingen wie Nicht-Abstreitbarkeit und so. Also da sieht man auch wieder, dass man nicht immer alles haben kann. Es ist immer eine Abwägung. Und in meinem Talk ging es eben darum zu zeigen, das sind die Bausteine der Sprache, so wie wir Qualitätsszenarien so mit messbarem Ziel und so weiter formuliert haben. Also bei der Security reden wir eben über die Security Objectives. Und das ist der zweite wichtige Teil, wir müssen uns noch überlegen, auf was bezieht sich das eigentlich? Na, weil diese Aussage, wir brauchen eine besonders hohe Vertraulichkeit, die macht nur Sinn, wenn du dazu sagst, was sind das für Daten? Ja. Um was geht's denn? Weil bei deiner öffentlichen Homepage oder bei deinem LinkedIn-Profil zum Beispiel, da ist Vertraulichkeit nicht das, was du möchtest. Eher im Gegenteil. Ne? Du möchtest, dass es von möglichst vielen Leuten gesehen wird. Integrität wäre dir aber wichtig. Du möchtest nicht, dass jemand die Inhalte verändert, ohne dass du damit einverstanden wärst. Ja, also es hängt sehr stark von dem, wir nennen das in der Security das Asset, über das wir reden, ab. Und deswegen ist eben das der erste Schritt in der Analyse nachher, dass wir sagen, okay, lass uns mal gucken, was haben wir denn an schützenswerten Dingen? Was sind die Primary Assets? Das sind die eigentlich schützenswerten Dinge. Was sind die Supporting Assets? Das sind die Dinge, die wir im System brauchen, um die eigentlichen Daten, die schützenswerten Dinge zu verarbeiten. Und dann finden wir da einen systematischen Weg, um herauszufinden, was ist wie schutzbedürftig und was müssen wir dann am Ende tun, um diesen Schutzbedarf auch tatsächlich zu erfüllen. Mhm. Also das geht ja schon noch mal ein bisschen einen anderen Weg als jetzt so Kataloge, die es im Internet gibt, wo man sagt, okay, die dann so generisch einfach sind und dann, wo man wenig anfangen kann. Also da wirklich davon auszugehen, mal, was möchte ich denn eigentlich schützen, wie möchte ich was ist mir wichtig und was nicht so sehr. Ne? Also das ist ja schon viel feingranularer eigentlich und viel greifbarer. Ja. Mhm. Ich glaube, was ich gerade erzählt habe, ist die Voraussetzung dafür, dass du mit solchen Katalogen überhaupt was anfangen kannst. Also sowas wie zum Beispiel Application Security Verification Standard, ASVS von OWASP, ist ein unglaublich nützliches Tool. Ich mag das total und ich mache immer Audits mit dem. Aber um feststellen zu können, ob jetzt eine Non-Compliance, also eine Nichterfüllung von so einer Anforderung, die da drin steht, ob das jetzt konkret ein Problem ist, dazu muss ich ja wissen, haben wir überhaupt irgendein Schutzziel in der Richtung? Ja. Ja, wir brauchen über das ganze Kryptographie-Kapitel nicht so richtig reden, wenn es keine vertraulichen Daten im System gibt. Also diese Kataloge sind sinnvoll, aber sie sind halt allumfassende Kataloge. Und die Frage, was davon muss ich anwenden, wie genau muss ich es testen, wie genau muss ich es reviewen, welchen Level, allein schon ASVS hat ja drei Grade an Erfüllung, Level 1, 2, 3. Das hängt halt von den Anforderungen ab, deswegen muss ich die zuerst erhoben haben. Ja, ja. Ich meine, das ist natürlich, wenn ich so auf Security schaue, da gibt es zum einen so diese allgemeinen, generellen Kataloge, ne? Und so in meiner Wahrnehmung wird es dann sehr schnell sehr technisch. Ne? Also das ist so ein bisschen anders als jetzt in anderen Qualitätskriterien, weil man auf einmal dann, und das ist so eine Technik auch, da hat man dann irgendwie so die wirklichen Cracks, die Security-Experten, Hacker-Themen, ne? Das ist dann so eine ganz so nerdige Sache dann auch. Ne? Und da fehlt so ein bisschen mir der Übertrag dazwischen. Ne? Also das glaube ich, da zahlt das ja so ein bisschen ein, diese Brücke zu schlagen. Ne? Ja, genau. Zum einen, ja, wobei diese Kataloge, die machen schon relativ konkrete Angaben, was man tun soll. Ja. Was auch ganz gut ist, weil es ist halt Guidance in dem Moment. Ne? Es gibt ja andere Herangehensweise, bei der man nur die Bedrohung modelliert und nichts weiter. Also das Threat Modeling solltest du auch machen, dass du weißt, auf welche Art und Weise könnten denn meine Schutzziele kompromittiert werden. Also auf welche Art und Weise könnte man die Vertraulichkeit von den und den Daten jetzt gefährden, damit man später eben priorisieren kann, welche Schutzmaßnahmen macht man jetzt als erstes und was ist vielleicht dann eher zweitrangig wichtig. Aber da stehen zu bleiben, quasi nur zu analysieren, was ist die Bedrohung, hilft einem ja noch nicht in der Umsetzung. Und diese Kataloge wie ASVS, die sind sehr viel konkreter und deswegen hören sie sich auch sehr technisch an, weil die eben preskriptiv, die sagen, tu das, dann bist du einen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Während beim Threat Modeling, wenn du nur die Bedrohungen analysierst, dann weißt du, okay, auf die und die Art und Weise kann hier was schiefgehen, aber was du dagegen tun willst, ist dann immer noch nicht klar. Ja. Insofern, ja, die Kataloge sind sehr technisch, aber sie sind deswegen halt auch eine Hilfestellung. Es ist zumindest ein Pointer, wo du anfangen kannst mit Nachlesen. Mhm, mhm. Jetzt, wenn ich das so höre, das ist ja für mich, das zahlt ja auch darauf ein, dass ich mir diese Dinge ja eigentlich relativ früh überlege. Ne? Weil wir haben auch gerade vorher im Vorgespräch gesprochen, dass häufig ist so ein bisschen bei Security, da heißt das ja, da wird dann der Pentest gemacht, die werden das schon richten, aber das ist ja,
in meiner Welt eigentlich nur mehr dann die Überprüfung dessen. Das ist nur die Verifikation. Da gilt wie bei allen anderen Testthemen auch, you can't test quality in. Es ist schön, wenn es auffällt vor dem Release, ne? Aber es ist eigentlich natürlich der teuerstmögliche Zeitpunkt, den Fehler zu entdecken. Na gut, nach dem Release mit echten Kundendaten wäre es noch teurer, aber bis zum Release ist das natürlich der teuerste Zeitpunkt, das zu entdecken. Es wäre sehr viel schöner, man wird es früher schon feststellen. Und auch da gilt wieder, ich kann mir natürlich über Security in der Designphase, in der Architektur nur dann Gedanken machen, wenn ich die Anforderungen kenne. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Ne? Ja, aber es ist so einfach, aber man muss es halt auch machen. Ne? Ja, genau. Wie dynamisch ist denn dieser Kontext der Security Requirements? Also ich könnte mir vorstellen, dass das gerade jetzt in unserer schnelllebigen KI-Welt oder sowas, dass das eine sehr kurze Halbwertszeit hat, was ich mir da überlege. Oder wie stabil ist denn das über so ein... Also es hat zwei Dimensionen, glaube ich, die Frage. Zum einen ist es dynamisch, weil sich Anforderungen ändern könnten, wenn du zum Beispiel was Neues baust in deiner Applikation. Ja? Oder auch wenn du bestehende Codeteile refactorst, wenn du was grob umstrukturierst, weil dann muss man natürlich wieder verifizieren, hat der refactorde Code immer noch die gleichen Qualitätseigenschaften, ist der immer noch so sicher wie der vorher, den wir schon zweimal gereviewt haben. Ja? Da könnten ja jetzt neue Fehler reingekommen sein. Deswegen ist das eine, dass wir sagen, dieser Prozess, wir müssen über Security nachdenken, wir müssen gucken, wie begegnen wir den Bedrohungen. Erstmal, welche Bedrohungen gibt es vermutlich jetzt überhaupt? Wie begegnet man denen? Das ist natürlich ein iterativer Prozess. Das machst du nicht einmal wasserfallmäßig upfront, sondern das musst du jedes Mal machen, wenn sich deine Entscheidungsgrundlagen, die du ursprünglich hattest, in irgendeiner Form geändert haben. Du hast eine neue Domain-Entity gekriegt, ein neuer Anwendungsteil, jetzt hast du plötzlich neue Daten drin, musst du dir Gedanken darüber machen, wie deren Schutzbedarf ist. Und dadurch könnte es jetzt sein, wenn die jetzt zum Beispiel in irgendeinem Aspekt, den du seither noch nicht so wichtig hattest mit den anderen Entities, wenn da jetzt was Neues dazukommt, musst du dir da halt jetzt neue Gedanken machen, wie du das jetzt schützen kannst. Das ist also so ein Trigger. Der andere Trigger ist, wie gesagt, so ein größeres Refactoring. Ein weiterer Trigger ist natürlich, wenn neue Sicherheitsvorfälle bekannt werden. Dass man, wenn man in der Presse, in den entsprechenden Blogs liest, da gab es den und den Angriff, dann ist es vielleicht mal ein guter Moment, mal eine Viertelstunde im Team zu diskutieren, was wäre denn, wenn das wir gewesen wären. Ja. Na, hätte das bei uns auch funktioniert. Okay, ja, ne? ist auch eine gute Frage. Ja. Das ist so ein Trick, also wenn Sachen bekannt werden. Und dann natürlich so komplett neue Bedrohungsmodelle wie jetzt Angriffe gegen AI-Bestandteile der Applikation. Das ist halt eine neue Technologie, die wir in den letzten 2 Jahren oder so in unsere Applikationen einführen. Und da gibt es jetzt ganz neue Arten von Sicherheitslücken. Ihr habt alle bestimmt schon mal von den OWASP Top 10 gehört. OWASP Top 10 ist übrigens kein Sicherheitskatalog, sondern es ist mehr so ein Awareness-Dokument, mit dem man kommunizieren kann. Pass auf, das sind die ganz wichtigen Dinge. Wir sollten noch dringend darüber reden. Ne? Aber eben, was da drin steht, das ist halt die klassische Web-Applikationswelt. Mit AI haben wir jetzt plötzlich solche Angriffsszenarien wie Prompt Injection. Ne, und Ausbrechen von Agenten aus ihrer Sandbox und ähnliche Dinge. Dafür hat OWASP darauf reagiert und es gibt jetzt eine AI Top 10 auch, in der das alles berücksichtigt wird und die sollte man dann halt auch auf dem Schirm haben und da mal drüber geguckt haben, wenn man solche Bestandteile hat, ob einen das auch treffen könnte, ob man meint, man hat das Notwendige getan, um an der Stelle nicht angreifbar zu sein. Ja. Du hast gerade gesagt, im Team diskutieren. Das finde ich eine ganz schöne Sache, wo ich gerne da drauf schauen möchte. Was brauche ich denn, um solche Diskussionen zu führen für ein Skillset? Also, weil ich glaube, viele haben so ein bisschen Angst davor, oh, wir brauchen jetzt die Security-Experten, die dann ganz tief da in diesen Themen drinnen sind. Bei dir klingt das jetzt eher so, das kann aber das Entwicklerteam auch machen. Also es soll das Entwicklerteam machen. Ja. Natürlich. Schön. Also wovon ich absolut abraten würde, ist, dass man in einer Firma irgendwie so pro 200 Mitarbeiter einen Security-Experten hat und der bestimmt, wo es lang geht. Ja. Das bringt gar nichts, weil es ist ein Mindset. Ja. Du musst in den Teams ein Mindset entwickeln und es gibt auch in vielen Teams Leute, die zumindest so ein bisschen ein Interesse haben. Die muss man dann fördern, dass die so ein bisschen auch Fürsprecher sind im Team, dass die ab und zu mal beim Refinement die Hand heben und sagen, wir sollten vielleicht auch noch über Security reden, ne? Und nicht nur über, wie viel Speicherplatz brauchen wir jetzt in der Datenbank dafür. Und also das ist das eine, man braucht so ein bisschen den Brückenkopf in die Teams rein, dass es natürlich keine ausgewiesenen Security-Experten in jedem Team hat meistens. Das ist leider so.
Aber es gibt auch viele Methodiken, die durchaus dafür geeignet sind, mit einem Team, das nicht so viel Security-Erfahrung hat, an so zum Beispiel Threat Modeling zu arbeiten. Und eine Methode davon wären zum Beispiel so Security-Kartenspiele, Threat Modeling-Kartenspiele. Also es gibt viele Gamification-Ansätze. Das hat meines Wissens angefangen, ich weiß nicht, ob das erste war, aber das erste, das ich wahrgenommen habe, war von Adam Shostak. Der war damals im Security-Team bei Microsoft und der hat ein Kartenspiel gemacht, das heißt Elevation of Privilege. Das ist unter Creative Commons License veröffentlicht und deswegen auch mehrfach schon adaptiert worden. Ja. OWASP hat unter anderem eine Version gemacht mit derselben Grundidee, die heißt Cornucopia. Da gibt es für Clouds, gibt es Cumulus. Und das sind Kartenspiele, wo man tatsächlich rumsitzt und so eine Art wie so Skat- oder Bridge-ähnliche Spielregeln, wo es darum geht, dass du eben es gibt eine Trumpffarbe und du legst eine Farbe vor und die anderen müssen die Farbe bedienen. Und du kriegst den Stich oder den Punkt dann, wenn du erklären kannst, dass das Security-Szenario oder das Angriffsszenario, das auf deiner Karte steht, die du gespielt hast, für dein System relevant ist. Also dass es ein mögliches Angriffsszenario ist. Dann kriegst du den Punkt sozusagen. Ja. Und dann schreibt halt einer mit, die ganzen gemachten Punkte sind ja potenzielle Angriffsszenarien. Und das macht Spaß. Es gibt auch eine Online-Version davon, also es ist ja im heutigen Zeitalter mit Remote- oder Hybrid-Teams wichtig. Das ist ein sehr niederschwelliges Angebot, um da reinzukommen, über Bedrohungsszenarien zu sprechen und quasi Threat Modeling zu machen, während man Freitagnachmittags mal 2 Stunden Karten spielt. Ja. Also total spannend. Also sowas finde ich immer toll, weil das natürlich im Team dann auch eine Leichtigkeit in diese Themen reinbringt. Und da kann man auch. Und ich finde auch jetzt gerade, wir kommen ja natürlich jetzt viel aus der Tester-Ecke, die können da ja auch mitspielen. Ne? Also ich meine, das ist ja auch, die können da auch ihren Input mit dazugeben, beziehungsweise auch, dass man gemeinsam drauf schaut auf das Thema. Ja. Ich habe so ein bisschen, was mir so im Kopf herumschwebt bei Security. Wie ist denn so das Bewusstsein eigentlich in den Teams? Ich habe so ein bisschen. Oder man hört das manchmal, dass eigentlich ganz viele Angriffe im Hintergrund immer passieren, schon längst, die man gar nicht mitkriegen in Unternehmen, wo Daten abgezogen werden oder sonst irgendetwas. Wie ist denn das so dein Blick aus der Security-Szene drauf? Ist das so, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt oder gibt es sehr viel Luft nach oben? Wie würdest du das Ich hoffe einschätzen? nicht, dass ständig überall Daten abgezogen werden. Was stimmt, ist, dass ständig Angriffe stattfinden. Na, zum Glück auch dadurch, dass wir viel mit Standard-Frameworks arbeiten, die vieles schon out of the box gar nicht so schlecht machen. Ne? Ist nicht immer alles erfolgreich. Aber Tatsache ist, dass wenn man so mal aufmerksam in die Logs reinguckt, dann vergeht wirklich kein Tag, eigentlich fast keine Stunde, dass wir nicht irgendeinen Angriffsversuch sehen. Also das ist tatsächlich so. Und das meiste davon, das darf man sich halt auch nicht so vorstellen, als würde da jetzt eben der typische Hollywood-mäßige Hacker so mit Hoodie und die leeren Pizzakartons und die Mateflasche und so. Also die mag es schon auch geben. Und es gibt auch die Nation-State-Hacker, die eben in Regierungsauftrag versuchen, irgendwo einzudringen. Mag es alles geben, aber die große Masse sind rein opportunistisch arbeitende Firmen, also wirklich einfach nur IT-Firmen, die massenweise abscannen, einfach nur um zu sehen, ob man irgendwo damit Geld verdienen kann. Ne? Wenn man da eindringt, entweder man verkauft die Lücke, also das ist auch eine Geschichte, die es tatsächlich gibt, also dass gar kein Schaden angerichtet wird, sondern es wird nur dokumentiert und das Wissen darüber, bei dem existiert die und die Lücke, wird dann verkauft. Also irgendjemand, der dann da Ransomware installiert und dann damit Geld verdient. Ne? Also das ist ein Markt mit Milliardenumsätzen und das ist das, was so dieses ständige Grundrauschen macht. Es sieht natürlich anders aus, wenn man kritische Infrastruktur ist. Also wäre ich jetzt ein großer Energieversorger oder ein Flughafen oder sowas, dann müsste man mit einer ganz anderen Brille drauf gucken. Aber auch das ist eben, wenn du deine Anforderungen kennst, in deinem Threat Modeling gemacht hast, dann sind das eben beim Threat Modeling auch so die Fragen, wie groß ist eigentlich der Anreiz für jemanden, dich anzugreifen. Ja. Und es ist beim kleinen Handwerksbetrieb, sind es eben mehr so die opportunistischen Hacker, die denken, wenn man dem die Festplatte verschlüsseln, kriegen wir vielleicht ein paar $100 dafür, das wieder zu entschlüsseln. Und bei einem Flughafen ist es vielleicht tatsächlich irgendeine staatlich finanzierte Hackergruppe, die Infrastruktur kompromittieren möchte. Also das ist total unterschiedlich. Ja. Verstehe. Jetzt haben wir ja auch den Cyber Resilience Act, der ja in meiner Wahrnehmung ja forcieren möchte, mehr sich über Sicherheit auch schon frühzeitig Gedanken zu machen. Funktioniert das? Also kommt das an in den Unternehmen oder? Ich fürchte, es kommt in der breiten Masse sehr langsam an.
Also wir haben uns schon sehr frühzeitig Gedanken darüber gemacht, schon letzten Herbst, als es zum ersten Mal so ein bisschen durch die Presse gegangen ist. Und er gilt ja erst ab jetzt kommenden Herbst in der ersten Stufe und ich glaube erst Herbst oder Winter 27 dann in der endgültigen Ausbaustufe, wenn ich richtig informiert bin. Und ich habe mir das sehr genau angeguckt. Der Gesetzestext selber, also die Verordnung selber, ist natürlich schwer zu lesen, ein bisschen Juristendeutsch und auch ein bisschen abgehoben. Es gibt aber eine sehr gute technische Richtlinie. 80053, glaube ich. Aber ich lege mich jetzt nicht auf die Nummer fest, aber wenn man googelt nach technischer Richtlinie beim BSI, so Cyber Resilience Act, und das ist ein super geschriebenes Dokument. Also das ist ganz praxisnah mit Beispielen, mit einer Testanleitung drin, wie man es testen kann, ob es erfüllt ist und so weiter. Und wenn man sich das hernimmt, was da drin steht, also ich habe mir das durchgelesen und habe gedacht, ja, das ist alles total Common Sense. Das ist eigentlich alles total richtig. Wenn man das macht, dann ist es auf jeden Fall, bist du einen Schritt weiter. Dann sind wir alle einen Schritt weiter. Es sind ein paar Sachen drin, die vielleicht manche Leute zum Schlucken bringen würden, ne, weil es halt auch ein bisschen Aufwand bedeutet. Jetzt gar nicht so verwaltungsmäßig, aber so Dinge wie, du musst proaktiv Leute über Security-Lücken informieren, du musst die Patches bereitstellen, du musst bei so Massenprodukten zum Beispiel eine automatische Update-Möglichkeit bereitstellen, die sich aber kundenseitig abschalten lässt, wenn sie das wollen. Das sind alles so Dinge, die da drin stehen. Das mag schon Aufwand beim einen oder anderen verursachen, aber andererseits aus Verbrauchersicht ist es doch auch genau das, was wir wollen. Wir wollen ja eigentlich nicht die Billig-Hardware, die wir einmal mit diesem einen Firmware-Stand kaufen. Und dann wissen wir, da ist irgendein Embedded Linux drauf, das schon 5 Jahre alt ist, als wir es gekauft haben. Das ist jetzt die nächsten 10 Jahre in Betrieb und wir werden nie wieder Updates kriegen. Ja? Genau das wollen wir ja nicht haben. Das ist aber leider bei viel Consumer-Hardware, die wir heute kaufen, ist das ja der Stand. Ne? Ja, das stimmt, ja. Sehr spannend. Also für mich bleibt auf jeden Fall da total hängen und das finde ich total schön, dass man sich als Team ohne jetzt die spitze Expertise da drinnen einfach auch mit dem Thema beschäftigen kann über ein Spiel oder einfach auch sich mit diesen Themen, über diese Fragestellungen, die du am Anfang gebracht hast, was sind eigentlich unsere schützenswerten Assets und wie schützenswert sind sie und in welchem, also sich darüber Gedanken zu machen, ich glaube, das hilft schon total weiter. Kann ich nur dazu ermutigen, das ist gar nicht so schlimm. Ja, genau, tut nicht weh. Ne? Und genau, tut gar nicht weh. Im Gegenteil, macht Spaß. Ja, super. Ne? Ich danke dir sehr für diesen Impuls hier, sehr Markus. Gerne, danke für die Einladung. Hat mich total gefreut, dass wir diesen Ping wieder mal setzen können, auch zum Thema Security, weil es einfach so wichtig ist. Ja. Ich danke dir schön und wünsche dir noch eine tolle Konferenz. Dankeschön.